Hallo zusammen, weiter geht's bei GreenTech Live. Ich bin hier mit meinem Kollegen Wolfgang Thunze. Wir haben Hallo. Gäste und wir haben den Florian Hoffmann von SIDA. Florian, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Super, Ich hoffe, herzlichen ihr Dank auch. für deinen Call und auch du hast den tollen Screen auch mit drin im Hintergrund. Sehr Ja, gut. genau. Sehr gut. Herzlichen Dank, dass du auch so spontan warst und nochmal, ich sag mal, danke an dich und an dein Team. Wir hatten heute Morgen ja schon deinen Kollegen, den Steven, dabei. Genau. Ihr seid in der gleichen Gruppe, in der Inkubatorgruppe von 1886. Wir kennen so ein paar Kollegen von euch. Susanne kennen wir ganz gut. Den Ja. Uli, selbstverständlich GFT. Von daher, Uli Dietz auch immer ein sehr umtriebiger, Start-up-freundlicher Mann, schon Code N gemacht und so. Absolut. Ja. Ja, also wir freuen uns auf einen kleinen Überblick von dem, was du tust. Circular Economy haben wir heute schon was hatten wir? Herrn Spoh hatten wir heute Morgen. Genau. Sagt der Herr Spoh, was kennst du Herrn Spoh? Herr Spune kenne ich leider Genau. nicht. Und ich habe es auch ehrlich gesagt verpasst, Kein- weil ich selber in einem Termin war. Kein Thema. Also wir haben ein paar Sachen, die für dich spannend sein könnten. Wie gesagt, Shift Phones, dieser, ich sag mal, Wettbewerber von Fairphone ist dabei. Dann haben wir morgen Frameworks, die machen Laptops aus dem Silicon Valley und so. Also auch spannend. Ich glaube, da ist ja ziemlich viel Bewegung auch drin in dem Markt im Moment. Also wenn du uns da ein bisschen Überblick geben könntest über das, was ihr macht. Ja, die Sachen sehen toll aus. Wir sind gespannt, was du sonst dabei hast und zeigen kannst. Wenn du deinen Screen sharen möchtest, jederzeit, du hast vollen Zugang. Genau, ich versuche es gerade. Müsste jetzt gleich funktionieren. Genau, also wir sehen deinen Screen hier. Die Regie gibt auch Feuer frei. Also, Florian, deine Ja, Bühne. super. Ja, dann vielen, vielen Dank an alle nochmal. Schönen guten Abend. Mein Name ist Florian Hofmann und ich bin bei 1886 Ventures Director für Großkunden und Partnerschaften sowie auch Geschäftsführer für ein GreenTech-Startup, über das wir heute auch ein bisschen sprechen werden. 1886 Ventures selber, wurde schon angesprochen, ist ein Corporate Venture Studio, das 2020 aus dem Innovationslabor der Daimler AG hervorgegangen ist. Wir haben einen sehr starken industriebezogenen Technologiefokus und gründen gemeinsam mit unseren Corporate-Partnern neue Geschäftsfeldern als Startups aus. Und wir arbeiten meistens dann mit Mercedes oder auch anderen Corporates oder Tier-One-Suppliern dann zusammen, wenn es um die kombinierte Kommerzialisierung oder die Ausgründung von neuartigen Geschäftsmodellen plus Technologieansatz geht. Und heute darf ich ein bisschen demonstrieren, wie man mit der Gründung von nachhaltigen Startups in der Circular Economy eben aus Müll Gold erzeugen kann. Und da nehme ich euch mal mit auf die Reise. Grundsätzlich ist für uns total spannend, weil Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen zwei extrem starke Megatrends sind, die weltweit im Moment tradierte Geschäfts- und Erfolgsmodelle und auch Produktionsprozesse herausfordern. Aktuell betreuen wir selber in unserem Portfolio 3 Ventures mit den Themen Wasserstoffen und Treibstoffzellen. Das hat heute Morgen der Steve vorgestellt mit Globe. Wir beschäftigen uns mit Kreislaufwirtschaftslösungen, speziell Fokus Industrie. Und natürlich haben wir auch schon historienbedenkt ganz viel Erfahrung und betreiben auch eigene Plattformen im Bereich nachhaltige Mobilitätslösungen. Und heute möchte ich mit euch über Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy sprechen, denn den wenigsten ist bewusst, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Elektrifizierung nur die halbe Miete im Kampf gegen den Klimawandel darstellen. Und bis zu 45% müssen wir im produzierenden Gewerbe und der Industrie durch nachhaltige und ressourcenschonende Kreislaufprozesse einsparen. Und genau das ist der Bereich, in dem wir heute einen Blick werfen werden. Und für uns ist das eine riesen Mammutaufgabe, aber es ist auch insgesamt ein europäischer Wachstumsmarkt für Material-, Produkt- und auch Geschäftsmodellinnovation von knapp 9 Milliarden Investmentvolumen, das bis 2030 in diesem Bereich investiert werden soll. Viele Nachhaltigkeitsbilanzen und Reports, die wir so sehen, weisen eigentlich schon in sich und ihren Zahlen und Metriken hohe Synergien oder Innovationspotenziale aus. Diese Ideen, die uns dann kommen, sind zwar alle lukrativ, aber oft gehören sie eben nicht zum Kerngeschäft oder den strategischen Geschäftsfeldern oder Wachstumsfeldern eines Corporates. Und es gibt zwar schon gute Vorbilder und Beispiele aus Fashion, Plastik oder Lebensmittelindustrie, wo man sehen kann, dass es wirtschaftlicher ist, die Verwertung oder Entsorgung selber zu betreiben und diese Marktpotenziale einfach mitzunehmen, als das alles outzusourcen und das Recycling auszulagern. Eines der größten Verwertungsgesellschaften mittlerweile europaweit ist Lidl.
Und der Unterschied zum klassischen Venture Building ist bei Nachhaltigkeit oder Circular Economy, dass wir eben erstmal, wenn wir anfangen, das Geschäftsmodell zu definieren, überhaupt nicht kundenzentriert denken, weil wir auch kein originäres Endkundenproblem lösen, sondern beim Thema Kreislaufwirtschaft geht es ja darum, Aus- oder Überschüsse mit anderen Marktteilnehmern zu matchen. Und die Frage lautet nicht mehr so stark, wie löse ich ein tolles Kundenproblem, kreiere ein Produkt oder ein Service, sondern die Frage ganz zentral ist, wie mache ich aus meinem Dreck oder Müll, wie werde ich den los und wie bekomme ich Sinn, dass am besten dafür noch jemand irgendwas bezahlt. Und wir bei 1886 sind davon überzeugt, dass zirkuläre Innovation und nachhaltige Technologien, die nicht zum Kerngeschäft gehören, eigentlich unternehmerisch gelöst und finanziert werden können und auch damit müssen. Und ähnlich wie in der Entwicklungshilfe in Dritte Weltländern ist oft die nachhaltigste Lösung die, wenn wir es schaffen, ein selbsttragendes Wirtschaftskreislauf zu initiieren. Und genau das verstehen wir dann unter einem nachhaltigen Start-up. Für die Auskundung generell von Geschäftsmodellen gibt es absolut genügend Modelle, kann man einfach googeln und auch schon sehr etablierte und bewährte Prozesse. Bei die wesentliche Nachhaltigkeitsstrategie, die wichtig sind, das seht ihr hier in der Matrix links, die richten sich meistens nach der Komplexität der Prozesse, die man behandelt und auch dem mittelbaren Zugriff. Also wie direkt hat man mit den benötigten Ressourcen oder Output-Materialien zu tun. Das ist zum einen, steht hier RPO, das steht im Prinzip für die Verschiebung von Eigentumsmodellen. Also zum Beispiel, anstatt dass Continental jetzt einen Autoreifen baut und verkauft sozusagen, vermietet oder kann man jetzt einen Autoreifen leasen. PLI steht für die Verlängerung der Produktlebensdauer eines Produkts, also einfach hochwertiger mit längerhaltigen Materialien und eben nicht auf Verschleiß zu bauen. Und DFR steht für zirkuläres Design von Produkten. Also dass man von Anfang an ein Produkt so designt, dass alles, was da drin verbaut ist, wieder komplett sortenrein, getrennt, recycelt oder upcycelt werden kann. Und wenn wir diese, sage ich mal, grundsätzliche strategische Ausrichtung geklärt haben, dann kommen wir zu den 4 Innovationsboxen für Kreislaufwirtschaft. Und die zentrale Fragestellung, um die es immer geht, ist, wie können wir Kreisläufe entweder initiieren oder schließen, also bend the line. Und dann geht es darum, das können wir optimieren und verbessern, um letztendlich Emissionen zu reduzieren oder zu eliminieren. Und in der Monetarisierung, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, geht es dann um die nachhaltige Wirtschaftlichkeit, die sicherzustellen, weil ansonsten hat so eine Lösung nicht lange Bestand. Und es geht auch um Excite. Und da kommt dann erst eigentlich wieder der Kunde, also der richtige Endkunde für die neue Lösung ins Spiel, wo man sich wirklich fragen muss, okay, können wir diese Kreislauflösung irgendwie positiv vermarkten, monetär nutzen und auch zum Kunden kommunizieren oder sinnvoll für Branding oder was auch immer dann fürs Unternehmen sicherstellen. Und wir schauen uns dann immer an, letztendlich, wie sieht so ein Nachhaltigkeitsbericht eines Corporate Partners ein und identifizieren dann aufgrund dieser Topline und der Kennzahlen einfach Themen, die spannend sind, anzugucken. Und dann gehen wir eigentlich sehr methodisch vor und legen die in diesem Rahmen dieser 4 Kreislaufmodule dargestellten Taktiken einfach auf die Nachhaltigkeitsproblemstellung und dann überlegen und vertesten oder probieren wir auch einfach ganz viel aus, was am besten funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal anhand eines konkreten Beispiels an. Ihr seht hier letztendlich den Nachhaltigkeitsbericht eines unserer Gesellschafters von 1886 Ventures. Wir brauchen für jedes Geschäftsmodell, egal ob zirkulär, nachhaltig oder ganz normal, benötigen wir immer ein Problem, das es wert ist, gelöst zu werden. Und hierfür haben wir auch dann diese spezielle Brille eines zirkulären Assessment auf und hat die Idee am Ende keine Auswirkungen der Monetarisierung irgendwie auf die Topline im Geschäftsbericht, dann ist sie für uns auch eigentlich nicht umsetzbar, weil es gibt einfach keinen Sponsor, keinen Stakeholder, der sich dahinter klemmen wird. In diesem Beispiel sehen wir das Ergebnis letztendlich im Bereich Verwertungs- und Entsorgungsmanagement. Und hier war sehr auffallend, dass es schon eine extrem starke potenzielle Recyclingquote von 91% recycelbaren Materialien sozusagen gibt im Entsorgungsbereich. Und Recycling als Nachhaltigkeitsstrategie ist super gut, hat einen großen Hebel auf die Emissionsbilanz, deshalb wird da auch viel rein investiert. Gleichzeitig hat aber Recycling oft auch einen hohen Investitionsaufwand oder beinhaltet sogar negative Abschreibungseffekte in der Bilanz, da die Einkaufs-, Produktions- und Lagerkosten oft die erzielbaren Verwertungspreise, wenn man Materialien dann irgendwie wieder Überschuss recycelt, letztendlich bei Weitem überschreiten. Und deshalb lohnt sich aus unserer Erfahrung dann immer ein genauer Blick auf zum Beispiel genau solche Kennzahlen, um zu prüfen, gibt es Alternative
Kreislaufmodelle, Geschäftsmodelllösungen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, um genau diese Ressourcen profitabler zu bewirtschaften oder letztendlich sogar komplett neue Umsatz- und Erlöskanäle zu identifizieren. Und als wir das in diesem Fall gemacht haben, ist uns vor allem aufgefallen, dass in diesem Beispiel letztendlich knapp 25% dieser recycelbaren Komponenten und Materialien neben den reinen Stahl- und Konstruktionsrahmenthemen sogenannte Post-Production Pre-Consumer-Komponenten sind. Das heißt, es handelt sich um komplett unbenutzte Originalwaren, teils mit hochwertigen ikonischen Markenemblemen, wie zum Beispiel ein Schriftzug oder der tolle Stern oder wie auch immer auf den Teilen. Und wir sprechen hier von Originalteilen, die tatsächlich ungenutzt sind, und die werden wesentlich gelagert für Service und Wartung, Haltezeit von 3 bis 5 Jahren vorgehalten und dann werden sie betriebsbedingt bei Bedarf ausgelistet. Das kann zum Teil sein, einfach weil die Teile zu langsam drehen und nicht mehr profitabel sind und wir neuen Platz brauchen. Und tatsächlich werden diese Teile niemals irgendwie wieder in den Markt gegeben, sei es über Outlet Store oder über irgendwas anderes, sondern teils Compliance- und Policy-Gründe, teils zum Beispiel aber auch, um Graumärkte und, sage ich mal, Preisstabilität zu gewährleisten und Graumärkte zu verhindern, werden diese Ressourcen, diese Komponenten dann tatsächlich erst zerstört und unnutzbar gemacht und danach dann, wenn möglich, dem Recycling zugeführt. Und bei unseren Erhebungen haben wir dann festgestellt, dass damit jährlich Komponenten in einem dreistelligen Millionenbetrag in der Automobilwirtschaft zerstört werden und dann, sage ich mal, die Zerstörungsreste irgendwie, wenn möglich, nochmal recycelt werden. Und unsere Mission war dann sozusagen, jetzt eine Lösung zu finden, um diese sinnlose Zerstörung von ungenutzten Industriematerialien, also wirklich hochwertigen Komponenten zu verhindern und auch finanzielle Anreize zu identifizieren, die die Lösung auch langfristig finanzierbar machen. Die erste Frage war also, wie können wir einen Kreislauf initiieren, der jetzt ja gar nicht existiert. Ne? Alles wird verschrottet und recycelt, wenn möglich, und im linearen Produktionsprozess irgendwie letztendlich sinnlos zerstört. Ne? Und im Rahmen der Felge kann man sich vorstellen, wenn man die produziert, irgendwie lagert 3 Jahre und dann nochmal bricht oder crackt und wieder einschmilzt, um eine neue Felge draus zu machen, ist das ökologisch absoluter Wahnsinn. Und Reuse und Upcycling sind die einzigen Strategien in der Kreislaufwirtschaft, die Abfälle bzw. Überschüsse aufwerten können und damit auch, sage ich mal, ein Versprechen für exponentiellen Wertzuwachs realisieren können. Und bei allen alternativen Verwertungsstrategien wird meistens der Realwert gemindert oder zerstört. Man spricht auch oft dann von sogenannten Downcycling anstatt von Recycling. Und Peter Drucker, viele von euch kennen vielleicht das Zitat, würde dann sagen, Nachhaltigkeit ist im Konzern oft die Profitabilität zum Frühstück. Und auf der anderen Seite sehen wir hier in ein paar Beispielen, im Design und in der Kunstwelt ist Upcycling oder Trash Art ein komplettes aufstrebendes Segment. Und wir sprechen nicht nur von Gartenmöbeln auf Etsy, sondern wirklich von etablierten Lizenzgeschäftsmodellen und Versteigerungen, wo es teilweise um Millionenwerte geht. Und wer kennt nicht ganz aktuelle Fälle, wie zum Beispiel die wiederaufbereiteten Servicewagen der Lufthansa? Warum also nicht Upcycling mit ikonischen Fahrzeugteilen von Premium-Automarken kombinieren und das mal wagen? Die Kombination von ikonischer Automarke mit nachhaltiger kreativer Upcycling-Lösung, Entschuldigung, bin ich drauf gekommen, ist an sich vielversprechend, aber birgt auch Probleme in sich und die haben wir auch schnell identifiziert, denn sonst hätte man das ja schon längst umgesetzt. Und ein wesentlicher Faktor, ein Risiko in dieser Produktionskette im Upcycling ist, dass der Produktionsprozess in sich extrem komplex ist und auch oft mit immensen Vorproduktionskosten verbunden ist. Ne? Also wir sprechen zum Beispiel jetzt in der Optimierungsbox Improve, wie können wir den Kreislauf optimieren, mussten wir Taktiken finden, die sowohl Konzept- und Konstruktionsaufwand reduzieren, beziehungsweise die Vorproduktionskosten so gut wie möglich eliminieren. Die Strategie dafür, die wir gefunden haben, steckt in der Dematerialisierung, mehr oder weniger geläufig allen, die jetzt zuhören, unter dem Stichwort Digitalisierung, bietet sich einfach dafür an. Und wir wissen noch aus RD-Daimler-Zeiten sehr genau, dass wir eigentlich an einer vollständigen Digitalisierung des Prototypenbaus angestrebt wird, beziehungsweise viel daran gearbeitet wird. Und so gab es unglaublich viele tolle Technologien, auf die wir zugreifen konnten, um diesen Kreislauf komplett zu digitalisieren und wie man hier sieht, diesen kompletten Weg, sage ich mal, von der eigentlichen Komponente eines OEMs über die Generierung eines digitalen Zwillings, über High-Res-Scanner und so weiter,
bis hin dann in die AR- und VR-Anwendung für die Designer und Künstler weltweit, die damit Möglichkeit haben, mit dieser Komponente so echt wie möglich zu hantieren und dann in digitale Designs und Upcycling-Lösungen zu übertragen, bis hin zu unseren Makern und Produktionspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten auf der Plattform, die dann letztendlich auch ihre Konstruktion planen, verbindliche Angebote aufbauen können und wir dann sozusagen mit einem richtig guten Pricing auch schon die Kundenakzeptanz online messen können, bevor wir irgendetwas zusätzlich produzieren müssten. Und das war ganz wichtig, weil ansonsten der Nachhaltigkeitsgedanke schon wieder flöten geht, wenn wir anfangen, Produkte zu bauen, die keiner braucht. Und unabhängig davon gab es natürlich, sieht man unten, auch ganz tolle Möglichkeiten durch dezentrale Datenbankarchitekturen wie Blockchain und NFT, die wir ganz unaufgeregt benutzen, um automatisierte Geschäftsprozesse unter den verschiedenen Stakeholdern, die in so einem Produktionsprozess dann eingebettet sind, dann zu managen. Der dritte Punkt war dann die Frage, wie können wir das Ganze auch monetarisieren? Und eine ungenutzte Felge, die geschreddert und eingeschmolzen werden muss, hinterlässt eben nicht nur einen desaströsen CO2-Abdruck, sondern auch einen extrem messbaren Abschreibungsverlust. Und im dritten Modul Monetarisierung haben wir also die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Upcycling für unseren OEM-Partner vorgenommen. Und gerade bei diesen 25% Anteil Post-Production Pre-Consumer-Materialien war dieser Abschreibungseffekt meist massiv. Denn wir sprechen hier nur von 1% Restwert eines Listenpreises von einem Produkt. Ne? Und gerade bei so hochwertigen Premium-Felgen, wie hier auch im Beispiel, geht sogar noch höher, ist dann natürlich die Alternative, wir schreiben das aus sozusagen oder ab und kassieren vom Verwerter nochmal 10 bis 15 Euro für die für das Aluminium an sich, ist natürlich nicht sehr attraktiv. Und deshalb war die Kalkulation für diesen Business Case dann recht einfach beziehungsweise sehr attraktiv zu gestalten, weil Upcycling eben genau dazu führt, dass das neue Endprodukt hochwertiger vertrieben werden kann als das eigentliche Ausgangsmaterial. Und durch diese Kombination, hochwertige Marke und letztendlich Material und nachhaltiges Design, lässt sich natürlich auch Kundengruppen ansprechen oder begeistern, die eher keine Palettenmöbeln auf der Terrasse haben möchte. Und mit einem Online-Vorbestellsystem vermeiden wir dann natürlich auf der Plattform auch unnötige CO2-Emissionen und Vorproduktionskosten ohne Mindestbestellvolumen letztendlich sind auch super abbildbar. Und durch den Upcycling-Effekt haben wir natürlich auch noch eine positive Bindung von CO2, womit wir auch in der Produktion dann eine Klimaneutralität recht einfach abbilden können. Die letzte und entscheidende Frage war für uns dann, gibt es dafür einen Markt sozusagen für Luxus-Upcycling-Produkte? Und da haben wir Glück gehabt, denn die Daten sprachen sehr klar für uns. Ne? Mehr als 80% der EU-Bürger wollen nachhaltig und zirkulär konsumieren und sind sogar bereit, bis zu 30% mehr für solche Produkte auszugeben. Was ich ganz spannend fand, es gab sogar eine Kundengruppe von knapp 28%, die schon gesagt haben, wir werden in der Zukunft Marken boykottieren, die nicht mehr nachhaltige und zirkuläre Produkte anbieten. Das hat uns Hoffnung gegeben. Und speziell im Automotive-Bereich haben wir aber grundsätzlich auch im Luxussegment sehen wir halt, dass wir ganz viele Marken und Produkte haben oder auch hochwertige Materialien, die sowieso schon extrem emotional aufgeladen sind. Und deshalb war es für uns recht einfach, da dann letztendlich auch einmal Premium Experience Selling zu betreiben, beziehungsweise uns da in einem Luxussegment zu positionieren und zu sagen, dieses Upcycling und die Zirkularität der Dinge, das ist letztendlich ein neues Statussymbol, beziehungsweise kann ein neues Luxusmerkmal werden. Und so können wir das auch als tolles Verkaufsargument positionieren. Und gerade auch in Kombination mit Künstlern und namhaften Designern, da arbeiten wir jetzt gerade dran, können daraus auch nachhaltige Shopping-Erlebnisse und wirkliche Kollektionen werden, die dann Zirkularität zu einem neuen Statussymbol werden lassen. Wir haben diesem kompletten Ansatz auch einen Namen gegeben. Wir nennen das Circularity of Things, also angelehnt an das Internet of Things oder auf Deutsch die Zirkularität der Dinge und glauben ganz fest daran, dass das in Zukunft eigentlich ein fester Bestandteil, irgendwas ist hier gerade gehüpft, ein fester Bestandteil werden muss eigentlich von jedem Nachhaltigkeitsbericht auf dieser Welt letztendlich, dass klar sein muss, wofür kann ich die Teile, die wir hier benutzen, auch wieder verwerten. Und wir selber, dem ganzen Projekt, was wir jetzt aus dem Boden gestampft haben im September letzten Jahres und auch schon mit den ersten Angel-Investoren gefundet haben, haben wir CIDA getauft. Und CIDA steht für Circular Industrial Design Accelerator, also einem Industriedesign-Accelerator-Programm für Upcycling von Industrieschrott. Und mit dieser Upcycling-Plattform verwandeln wir jetzt diesen Industrieschrott in begehrenswerte Lifestyle-Produkte und lassen mit unseren Kunden
Kreislaufwirtschaft Realität werden. Und wie das dann aussehen kann, das schauen wir euch einfach in einem kurzen Video einfach mal selber an. Every year, multi-billion-dollar worth of auto parts are abandoned in the process of shipment and maintenance. Even not reaching the industry's high-quality standard, they still bear the potential for value generation. To awake this hidden value by upcycling, we march forward with thousands of designers. Awake provides a creative platform for designers and artists to achieve the transformation from auto waste to appealing premium lifestyle products. Capture the hidden value and live the circular economy. To purpose. Ja, ich hoffe, wir konnten Sie mit unserer Vision für eine zirkuläre Wiederverwertung von Industrieschrott begeistern. Und wenn Sie selber sowas in Ihren Warenhäusern haben, dann können Sie natürlich bei Interesse an der Zusammenarbeit mit Cyda, freuen wir uns über jeden Kontakt. Und falls Sie sagen, ich will auch so mein Unternehmen aufstellen bzw. mich nachhaltig transformieren, dann stehen wir natürlich bereit. Wir glauben definitiv, Probleme sind versteckte Lösungen und wir wissen, dass in jedem Nachhaltigkeitsproblem Ihres Unternehmens auch der Ansatz für eine unternehmerische Lösung liegt. Und insofern bedanke ich mich für Ihr Interesse und freue mich jetzt auch noch über kritische Fragen, Anmerkungen und Inspiration. Florian, ganz herzlichen Dank, inspirierende Präsi. Ich sage mal, Industrieschrott ist der neue heiße Scheiß, sage ich mal salopp, wird Luxus. Also ich sage mal, eine Entwicklung, die vor vielen Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Wie kommt es dazu? Upcycling wegen mir gibt es ja schon eine Weile. Ich sage mal, Genau. Plattformen wie Etsy oder so, die sind überschaubar erfolgreich. Von daher frage ich mich wegen mir, ist die Zeit jetzt reif für Upcycling oder wegen mir, ist der nur reif wegen mir im Bereich des Luxus-Upcyclings, so wie es ihr durchführt, sage ich mal. Oder war man mit manchen Projekten oder Plattformen vielleicht ein bisschen zu früh? Wie siehst du ganz generell so die Entwicklung? Ja, das ist bei innovativen Themen immer so ein bisschen die Frage, ne? Also bin ich vor oder nach der Welle? Und jeder hofft sozusagen mitten auf ihr zu reiten, ne? Und die meisten gehen dann irgendwann unter. Das können wir nicht ganz ausschließen, dass wir ein bisschen zu früh sind oder zu spät. Ich sehe Etsy als sehr erfolgreich an. Also die machen pro Quartal knapp 500 Millionen Euro Umsatz. Wenn wir da sind, können wir gerne noch mal drüber diskutieren, ob wir versagt haben oder nicht. Allerdings wählen wir da einen anderen Weg, weil wir sagen, naja, wir werden den Weg, eine allumfassende weltweite Upcycling-Plattform von Anfang an nicht stemmen können. Und deshalb haben wir da, sage ich mal, unsere Erfahrung auch aus Startup Autobahn zum Beispiel, das wir auch als Lab 1886 für Daimler aufgebaut haben, einfach unsere Erfahrung der Plattformökonomie mit einfließen lassen. Und wir sehen halt gerade am Anfang uns eher als Kampagnenpartner für unsere OEMs, weil wir mit unserer Upcycling-Lösung letztendlich die Nachhaltigkeitsbemühungen eines OEMs, egal ob Automotive oder anderswo, letztendlich einfach greifbar und realistisch, also haptisch erfahrbar machen. Und damit, glaube ich, können wir schon signifikante Wertströme identifizieren, sage ich mal, um uns auch größer werden zu lassen und die Marke auszubauen. Und solange wir, sage ich mal, unser Ziel erreichen letztendlich, ne, unnötige CO2-Massenzerstörung sozusagen Post-Production Consumer zu verändern und den Kunden mit diesen, sage ich mal, sehr hochwertigen Designs dann auch Lust auf Nachhaltigkeit zu machen, dann habe ich für mich mein Ziel erreicht, sozusagen, warum wir dieses Unternehmen gegründet haben. Wolfgang. Ja, also ich fand es erstmal ausgesprochen inspirierend, muss ich sagen. Das Endprodukt finde ich faszinierend und auch die Idee dahinter und wie ihr es erklärt habt. Ich hatte zunächst mal eine ganz andere Vorstellung, als ich heute mal ein bisschen in der Vorbereitung in die Website gegangen bin und habe gedacht, was machen die da eigentlich? Also die können doch jetzt nicht zu irgendwelchen Schrottplätzen gehen und da Autofelgen wieder so aufbereiten, dass sie wieder glänzen. Und das war ja ökonomisch völliger Wahnsinn. Aber jetzt habe ich natürlich verstanden, es geht um gebrauchte Ware. Das ist so erstmal so die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung für das Geschäftsmodell ist eben offenbar, dass König Kunde
die Markenfaszination mit aufnimmt, sozusagen, ne? Die also in einer Daimler-Felge, sage ich mal, um nur mal einen Namen zu nennen, drinsteckt. Kann auch eine Porsche sein. Könnt ihr schon sagen, ob das so funktioniert? Also könnt ihr das auch an Zahlen sagen, an Umsätzen, die bereits ablesbar sind? Oder ist das alles im Moment noch so probieren ein bisschen? Also wir sind im Teststadium, aber wir haben natürlich schon Zahlen. Allerdings kann ich noch nicht mit Millionenumsätzen glänzen sozusagen. Ne? Das mache ich dann nächstes Jahr in der Präsentation. Aber es ist tatsächlich so, wir haben schon verschiedene Produktsprints jetzt gemacht. Wir haben letztes Jahr einen Testsprint gemacht, haben dann im September auf Grundlage dessen auch entschieden, jetzt zu gründen als Firma sozusagen, weil wir eben sehen, wir können den kompletten Prozess abbilden von, sage ich mal, der Exploration im Warenhauslager sozusagen eines OEMs bis hin zum verkaufsfähigen Produkt. Und für dieses Jahr sind jetzt auch, wir sind noch in den letzten Zügen der Vertragsverhandlungen, haben wir dann auch die ersten Upcycling-Lizenzen dann sozusagen in der neuen Firma, womit wir dann auch rausgehen können, um wirklich Monetarisierungskampagnen zu machen. Und das werden verschiedene Sachen sein. Das wird einmal sein, dass wir, wie auf unserer Website schon mal so ein bisschen angeteasert, einfach in eine eigene Kollektion, Kreation gehen. Das sind übrigens auf der Webseite auch die ersten Ergebnisse eines Felgensprints mit einem OEM. Und wie gesagt, da liegen dann Tausende von Felgen rum. Das ist wirklich spannend, das unterschätzt man total. Ja. Und das wird bis hingehen zu irgendwelchen NFT-Design-Kampagnen, ne, die wir dieses Jahr toppen werden, auch mit bekannten Künstlern und auch verschiedenen Marken zusammen. Und da sehen wir absolut viel Ertragspotenzial und es ist definitiv wirtschaftlich. Genau, also wir rechnen für dieses Jahr schon mindestens mit einer €500.000 Umsatz für uns als Cider. Klingt sehr, sehr, sehr ambitioniert und spannend. Ja, ich meine, wenn man nicht ambitioniert ist, sollte man es gar nicht anfangen. Ich weiß, in meinem ersten Startup, als ich das von einem amerikanischen Investor gepitcht habe, dann hat er mich herausgefordert und hat gesagt, wenn du nicht mindestens 100 Millionen Umsatz irgendwann machen willst in 4 bis 5 Jahren, warum gründest du dann überhaupt ein Startup? Ne? Also durch die Schule bin ich schon gegangen. Sehr gut. Ich würde mich nochmal interessieren, auch für diesen Ansatz Circularity of Things, also als versus Internet of Things wegen mir. Was versteht ihr hinter dem Konzept? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, genau. Also auf die Idee gekommen sind wir durch eine Studie vom Weltwirtschaftsforum 2017 für die Plastikindustrie, die gesagt haben, die eigentliche Problem von Kreislauflösungen ist, dass wir einen riesen Data Gap haben und es braucht eine digitale virtuelle Instanz, die letztendlich die Recyclingfähigkeit komplett transparent durchtrackt. Und wir haben uns genau diese Hypothese angenommen und haben halt durch unsere Anamnese gesehen, dass wir das gleiche Problem in Grün auch bei produzierenden Gewerbe haben sozusagen und es auch da scheitert dran, alle reden von Kreislaufwirtschaft, aber der OEM kann keine Kreisläufe initiieren, der Designer auch nicht und der mittelständische Produzent auch nicht, weil alle nicht über die richtigen Informationen zur richtigen Zeit verfügen. Und wir sagen halt, in Kooperation mit dem OEM sind wir mit unserer Plattform in der Lage, genau diesen Data Gap aufzulösen und zur richtigen Zeit die richtigen Informationen den richtigen Partnern zur Verfügung zu stellen, sodass wir einen zirkulären Kreislauf für ein Upcycling-Produkt sozusagen hinbekommen, ohne dass es irgendwem, der Stakeholder, irgendwie wehtut und alle nachher einen wirtschaftlichen Vorteil davon haben. Und genau das können wir über eine Blockchain lösen. Das ist kein Hype und auch kein Affe, der irgendwie für 1 Million versteigert wird als NFT, aber das ist aus meiner Sicht genau der zentrale Anwendungsfall für NFT und Blockchain, weil es darum geht, dezentral eine vertrauenswürdige Instanz für verschiedene Stakeholder zu managen, die sich untereinander noch nicht kennen. Sehr spannend. Du hattest noch eine Studie zitiert, auf die ich auch noch mal kurz Bezug nehmen wollte. Ja. Du sagst, dass irgendwie 80% oder irgendwie eine relativ hohe Zahl von Menschen möchte gern genau. abgecycelte Waren konzipieren. Kannst Ja, du nicht nur dazu? abgecycelt, das war generell nachhaltige Produkte kaufen und konsumieren. Ja. Das ist der Nachhaltigkeitsbericht EU gewesen, müsste ich jetzt nachgucken, müsste ich lügen, weiß ich gerade den Titel nicht auswendig. Ich wollte nur verifizieren, ob es da tatsächlich um Upcycling ging oder generell um nachhaltige. Nee, also nicht nur über Upcycling, sondern generell um nachhaltigen Konsum. Genau. Verstanden. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir mit unserer Zeit auch fast schon am Ende. Wolfgang, hast du noch eine Frage für den Florian?
Naja, ich hätte eine, die würde vielleicht ein bisschen rausführen, aber vielleicht kann Florian auch dazu oder kannst du auch dazu Ich hoffe es. gerade noch mal kurz was sagen. Ich habe eben immer noch so ein bisschen mitgedacht, was ist jetzt eigentlich mit all den Materialien, die eben nicht als ehemalige Neuware in den Regalen liegen, ne? So, die Ja. heute noch auf irgendwelchen Autofriedhöfen landen oder so. Kann da Upcycling überhaupt ein Thema sein oder ist da tatsächlich nur die Chance Downcycling bzw. Einschmelzen, wie man das heute auch schon macht? Oder ist auch da Upcycling irgendeine Option? Also ich denke, es ist immer eine Option, die es wert ist, zu validieren. Und genau das wollen wir anbieten. Ne? Wir werden nicht aus jeder Upcycling-Idee auch ein fertiges Produkt kreieren können. Das kann auch manchmal einfach nur an der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung scheitern. Ne? Aber letztendlich, ich glaube, dass zumindest man den Versuch auf Designebene machen kann. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen also eigentlich den größten Upcycling-IP-Pool der Welt aufbauen, woraus sich dann jeder bedienen kann. Und wenn dann auch vielleicht in 10 Jahren, wenn der Schrott erst anfällt, ne? Also allein die Elektrifizierung der Flotte, ne? Wenn die ganzen getriebelastigen Fahrzeuge rausgehen, dann wird dieses Warenlager auf einen Schlag leer. Und da müssen wir aber jetzt schon anfangen, Upcycling-Lösungen für zu schaffen, weil sonst ist es zu spät. Ne? Ja. Und das ist unser Antrieb. Ich hätte eine Frage noch an dich, bitte. Mit den Künstlern. Komm, wir Ja. machen das ja alles auch nicht nur aus Ernsthaftigkeit, sondern auch zum Spaß. Gibst du Ja, uns einen absolut. Namen? Sagst du uns was? Wer könnte da mit euch irgendwie ins Boot springen? Nee, darf ich tatsächlich noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall ein Sportwagenhersteller sein. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Ich hoffe aus Baden-Württemberg, weil du weißt ja, wir sind hier im Innopod. Bist du am Fasanhof? Wo sitzt du heute? Wir sitzen am Fasanhof, Sehr genau. gut. Ich sitze heute in Frankfurt, aber wir sind ja sowieso international. Absolut, wir auch. Ich wollte noch erwähnen, dass die BMW Startup Garage, das sind ja auch, sage ich mal, ein befreundetes Unternehmen auch von euch. Genau. Sie wollten sehr, sehr gerne kommen. Bernhard, der Chef dort, wäre sehr, sehr gerne gekommen, hat aber familiär andere Pläne, die kurzfristig nicht verschiebbar waren. Ja. Also er wäre sehr gern dabei gewesen. Ich habe es dem Ralf Ja. auch kommuniziert. Er sagt, Genau. die sind normalerweise dabei, waren letztes Jahr dabei. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht und nächstes Mal, wenn dann auch die Kollegen aus München wieder dabei sind, hoffe ich mal, denke aber, wird gut aussehen, wenn du da Ja. nochmal dabei bist und wir dann den Künstler erfahren vielleicht. Ja, Ja, genau. Also, mir Ja, hat ich bin Spaß mir gemacht. ziemlich sicher, dass Ja. wir beim nächsten Mal dann vielleicht mit München zusammen einen Use Case präsentieren können. Also Wäre doch noch besser. wegen uns sehr gerne. Wir sind auch da, um zu bleiben, oder? Ja, natürlich. Genau. Also, von daher, Florian, Gruß Super. nach Stuttgart aus Reutlingen. Ja, vielen Dank. Hoffentlich bis bald. Wenn es Fragen gibt, Ja, ich an bleibe den. noch ein bisschen dabei. Gerne, ja. Gerne. Wir machen jetzt ein Wrap-up. Also, Florian, vielen Dank. Ciao. Sehr gut. Danke. Bis Genau. dann. Tschüss und vielen Dank. Ja, gerne, Florian.